Zum mittlerweile 4. Mal in Folge verbringen wir unseren zweiwöchigen Sommerurlaub auf dem Campingplatz Piazza d'Oro. Dieser liegt nur rund 15 Gehminuten von der Altstadt von Lazise und etwa 10 Fahrminuten vom Gardaland entfernt, direkt am wunderschönen Gardasee in Italien. Dieses Jahr haben wir unser 5,5 Zimmer Falthaus in Form unseres Camplet Passion Faltcaravans allerdings um 90 Grad gedreht. Dadurch zeigen der Eingangsbereich und die Küche direkt zu unseren unmittelbaren Stellplatznachbarn, die auch abseits des Campingplatzes zu unseren Nachbarn zählen. Bevor wir die Vogelperspektive verlassen und mit der eigentlichen Roomtour starten, bietet sich diese Ansicht aber noch perfekt an, um kurz auf unsere Starlink Mini-Antenne einzugehen. Sie befindet sich wie gewohnt auf dem Dach unseres Faltcaravans. Gerade hier am Gardasee sind während der Hauptsaison sowohl das Mobilfunknetz als auch die WLAN-Angebote der Campingplätze permanent überlastet. Wenn man also einen Film streamen oder so wie ich große Mengen an Foto- und Videodateien übertragen möchte, bleibt einem praktisch nichts anderes übrig, als das Internet über die Starlink-Satelliten zu beziehen. In den vergangenen Jahren haben die hier üblichen kräftigen Stürme und Gewitter die Antenne allerdings immer wieder einmal vom Dach geweht. Nach dem Campnetic-Fail über Auffahrt wollte ich diesmal deshalb auf Nummer sicher gehen und habe sie mit Flaschenzügen direkt am Hauptzelt gesichert. Dieses System hat nicht nur sämtliche Sturmböen problemlos überstanden, sondern die Antenne auch die ganze Zeit perfekt ausgerichtet gehalten. Dieses Detail wollte ich deshalb gleich zu Beginn noch loswerden. Damit verlassen wir nun aber die Vogelperspektive und starten in die eigentliche Roomtour durch unser Falthaus. Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle und des fehlenden Regens kann man hier kaum noch von einer Rasenfläche sprechen. Genau dort liegt unser großer Isabella-Außenteppich, der insbesondere bei Starkregen verhindert, dass sich vor dem Eingang und in der Küche eine Schlammschlacht entwickelt. Direkt daneben stehen wie gewohnt unsere Wäschespinne und die freistehende Hängematte. Letztere wandert im Laufe des Tages immer wieder mit dem Schatten der Bäume mit und sorgt so jederzeit für einen angenehmen Liegeplatz. Seit letztem Jahr teilen wir uns mit unseren Nachbarn außerdem einen Mietkühlschrank. Während dieser im vergangenen Jahr noch in deren Vorzelt stand, hat er dieses Jahr seinen Platz in unserer Küche gefunden. Ein übergroßes Strandtuch schützt ihn dabei etwas vor der Morgen- und Mittagssonne. In der Küche selbst hat sich ansonsten kaum etwas verändert. Wir nutzen weiterhin die leider nicht mehr erhältliche Zusatzarbeitsplatte für die Camplet-Küche sowie den praktischen Brunner Tischgrill direkt neben dem integrierten Gaskocher unserer Camplet Deluxe Küche. Beim Ausflug über Auffahrt hatte ich allerdings den Akku unseres Wasserhahns zu Hause liegen lassen und leider vergessen, ihn rechtzeitig wieder in die Elektroniktasche zu packen. Deshalb musste unser mobiler Kärcher Mitteldruckreiniger kurzerhand als Wasserhahnersatz dienen. Das erkennt man hier gut am viel zu langen Schlauch, der aus unserem Wasserkanister herausführt. Du musst dir übrigens nicht alle Elemente unseres Faltcaravan-Setups notieren. Unter der leicht zu merkenden Internetadresse falt.house/setup oder über den Link unten in der Videobeschreibung findest du sämtliche Komponenten nach den einzelnen Bereichen unseres Falthauses sortiert. Die Neuheiten dieses Jahres stehen dabei wie gewohnt ganz oben auf der jeweiligen Liste. Jetzt setzen wir unsere Roomtour jedoch fort und gehen vorbei am Mietkühlschrank sowie dem leider ebenfalls nicht mehr erhältlichen zusammenfaltbaren Abfallbehälter zur Mülltrennung von Decathlon direkt ins Esszimmer bzw. das Vorzelt. Hier haben wir die beiden Hakenleisten für Kopfbedeckungen und Jacken dieses Jahr neu auf beide Ecken der Seitenwand verteilt. Dort, wo früher ein Westfield Modular Schrankturm stand, findet man nun in der Regel unseren Pickup-Trolley mit montierter Kühltasche. Dieser begleitet uns je nach Ausflug zum Pool, an den Strand oder natürlich auch ins Gardaland. Direkt über dem großen Tisch hängt wie gewohnt unser Küchenhänger mit süßen und salzigen Snacks für zwischendurch. Darunter steht jeweils die Eiswürfelmaschine, die dafür sorgt, dass Getränke und Thermosflaschen selbst bei Temperaturen zwischen 36 und 42 Grad angenehm kühl bleiben. Dadurch müssen sie gar nicht erst Platz in der Kühlbox oder im Kühlschrank beanspruchen. In der Tischmitte sorgt abends zudem noch der Thermacell Mückenschutz dafür, dass uns die lästigen Mücken möglichst fernbleiben. Direkt neben dem Eingang befindet sich noch ein praktischer Organizer. So sind Sonnenbrillen, Sonnenschutz, Fliegenklatschen oder auch die Socken für den Indoor-Spielbereich der Kinder jederzeit schnell griffbereit. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr außerdem die Schuhmatten aus meinem ersten Wintercamping-Experiment. Sie verhindern nun auch bei Regen, dass nasse Schuhe oder Badelatschen Pfützen auf der aufblasbaren Bodenplane im Vorzelt hinterlassen. Nun gehen wir weiter ins Wohnzimmer bzw. das Hauptzelt unseres Falthauses. Gleich im Eingangsbereich befindet sich unser Getränkelager. Gerade bei den hohen Temperaturen einer Hitzewelle ist es wichtig, jederzeit genügend Wasser griffbereit zu haben
um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen. Direkt daneben steht mittig der abnehmbare Deichselkasten unseres Camper-Zeltanhängers. Während der Fahrt dient er als zusätzlicher Stauraum und auf dem Campingplatz wird er kurzerhand zu einem abschließbaren Schrank in unserem Wohnzimmer. In der Ecke befindet sich außerdem unsere insgesamt 25 Meter lange CEE-Kabelrolle, über die das komplette Glamping-Setup mit Strom versorgt wird. Ich habe mich dabei bewusst für eine Kabelrolle entschieden, die bei unserem Stromverbrauch von deutlich unter 1000 Watt nicht vollständig abgerollt werden muss. Darüber hängt unsere bewährte Kombination aus bereits zu Hause mit Kleidern beladenen Eurotrail-Hängeschränken und Isabella Top-Organisern. In letzteren lagern wir hauptsächlich Kleidung, die bereits getragen wurde, aber noch nicht gewaschen werden muss. In diesem Jahr sind allerdings 2 Hängeschränke weniger im Einsatz. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Kinder sind auf Westfield-Taschen bzw. Modularschränke umgestiegen. Diese können sie direkt in ihre Schlafzimmer mitnehmen und sich dadurch mittlerweile selbstständig anziehen, ohne dass wir ihnen helfen müssen. Unter der Stromverteilung in der Dachmitte stehen auch dieses Jahr wieder unsere große Dometic Kompressorkühlbox, 2 Westfield Modulartürme sowie die mobile Clesana Verschweißertoilette. Die Taschen der beiden Modulartürme werden ebenfalls bereits zu Hause komplett eingeräumt und auf dem Campingplatz nur noch ins Gestänge eingehängt. Auch die Aufteilung der Taschen hat sich mittlerweile eingependelt. Oben rechts befindet sich der Wäschesack für die schmutzige Wäsche, oben links verstauen wir unsere Kulturbeutel und in den beiden unteren Taschen sind Vorräte sowie Brett- und Kartenspiele untergebracht. Auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptzeltes befindet sich dann nochmals dieselbe Kombination aus Hängeschrank und Top-Organizer, während in der Ecke nochmals ein Westfield Modularschrank mit der sogenannten Elektroniktasche steht. Darauf findet dann noch die mobile EcoFlow Wave Wärmepumpe ihren Platz. Diese sorgt im Hauptzelt und in allen 3 Schlafzimmern jeweils für ein angenehmes Raumklima. Je nach eingestellter Wunschtemperatur kühlt oder heizt sie nämlich den Großteil unseres Falthauses. Dieses Jahr konnten sich sogar einige Zuschauer aus Deutschland, die ihren Urlaub zeitweise ebenfalls auf dem Campingplatz verbrachten, während der anhaltenden Hitzewelle selbst von der tatsächlichen Kühlleistung der Wärmepumpe überzeugen. An der mittleren Dachstange hängen wie gewohnt unsere Bademäntel für das abendliche Duschen griffbereit und können dort im Anschluss auch gleich wieder trocknen. Direkt daneben unterstützt der Deckenventilator die Wärmepumpe dabei, die gekühlte oder warme Luft gleichmäßig im gesamten Hauptzelt und in den 3 Schlafkabinen zu verteilen. Im rechten Schlafzimmer schlafen in der Regel meine Frau und ich. Neben unseren beiden Kopfkissen und den Schlafsäcken, die sich komplett zu Decken aufklappen lassen, befinden sich hier auch sämtliche Ladegeräte für unsere Smartphones und alle anderen akkubetriebenen Geräte. Im linken Schlafzimmer befindet sich wiederum das Reich unseres Sohnes. Aktuell besteht es allerdings gefühlt noch zur Hälfte aus Plüschtieren. Und wie bereits eingangs erwähnt, findet dort inzwischen auch seine Westfield-Tasche mit der kompletten Kleidung ihren festen Platz. Im optionalen Anbau befindet sich schließlich das 3. und letzte Schlafzimmer, das unserer Tochter gehört. Damit sie dieses künftig auch in der Nebensaison komfortabel nutzen kann, haben wir dort die bisherige Luftmatratze durch eine Decathlon-Pritsche mit aufblasbarer Minimatratze ersetzt. Dadurch entsteht auch bei tieferen Temperaturen keine Kältebrücke mehr zum Boden. Außerdem steht hier inzwischen auch der letzte Westfield Modularschrank, der ursprünglich einmal im Esszimmer seinen Platz hatte. An der Decke des Anbaus, des Hauptzeltes und auch des Vorzeltes befindet sich jeweils ein akkubetriebenes Bush-RV Campinglicht. Damit konnten wir nämlich einen Großteil des bisherigen Kabelsalats endgültig eliminieren. Im Hauptzelt ist dabei zusätzlich der integrierte Bewegungssensor aktiviert. Das hat den Vorteil, dass nachts automatisch das Licht eingeschaltet wird, sobald eines der Kinder die Verschweißertoilette benutzen muss. Besonders beeindruckt hat uns in diesem Sommer die Akkulaufzeit der 3 Lampen. Während unseres gesamten 2-wöchigen Sommerurlaubs mussten wir keine einzige davon nachladen. In der Nebensaison dürfte das aufgrund der längeren Dunkelheit zwar etwas anders aussehen, dank USB-C lassen sich die Lampen aber jederzeit schnell und unkompliziert wieder aufladen. Wie bereits zu Beginn erwähnt, findest du sämtliche Komponenten unseres Faltquan-Setups inklusive der exakten Produktbezeichnung jederzeit unter falt.house/setup oder über den Link unten in der Videobeschreibung. Falls dich außerdem interessiert, wie und wo wir unser komplettes Glamping-Setup während der Fahrt verstauen, findest du unter falt.house/gespann ebenfalls eine detaillierte Übersicht. Dort ist die gesamte Ausrüstung nach den einzelnen Bereichen, also Zeltanhänger, Deichselkasten, Dachgepäckreling, Küche und Kofferraum aufgeteilt. Viele können nämlich kaum glauben, dass sich fast unsere komplette Campingausrüstung während der Fahrt im oder auf dem Camper-Zeltanhänger befindet. Trotzdem bringt unser Gespann am Ende lediglich rund 550 Kilogramm auf die Waage
obwohl der Anhänger inzwischen sogar für bis zu 750 Kilogramm ausgelegt wäre. Damit sind wir auch schon am Ende der diesjährigen Rundtour durch unseren Faltcaravan angekommen. Falls du noch Fragen zu unserem Setup hast, kannst du sie jederzeit gerne unten in den Kommentaren stellen. Ich versuche sie wie immer möglichst schnell und ausführlich zu beantworten. Nach unserer zweiwöchigen Sommerpause geht es hier auf dem Kanal nun wieder regelmäßig mit neuen Videos weiter. Freue dich also auf weitere Zeltanhängermodelle, ausführliche Testberichte und natürlich auf die nächsten Optimierungen unseres mittlerweile fast perfekten Faltcaravan-Setups. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und wie immer frohes Campen!